Was krabbelt denn da? Und brauchen Tiere in der kalten Jahreszeit nicht unsere Unterstützung? Wie mühsam ernährt sich das Eichhörnchen wirklich? Leidet unser Rotwild im Wald eigentlich Hunger? Jetzt, wo es kalt wird? Wir bei uns im Staatsforst, wir machen definitiv nichts. Wir bringen kein Körnchen Mais raus oder irgendwelche Futtersachen. Das schaffen die Tiere von allein, durch den Winter zu kommen. Was manche Menschen so in ihrem Garten veranstalten, ist manchmal auch falsch verstandene Tierliebe. Ach so, aber der Igel steht in Europa auf der Liste der potenziell gefährdeten Säugetiere. Da müssen wir doch was tun. So, hier könnte ein Igel drunter sein, den wollen wir jetzt auch nicht stören. Der schläft jetzt hier, ist im Winterschlaf. Wenn wir um diese Zeit einen sehr kleinen Igel sehen, also einen sehr kleinen, mageren Igel, dann kann es in der Tat sein, dass etwas nicht mit ihm stimmt. Da würde ich nicht ohne weiteres Katzenfutter hinstellen. Da würde ich mir immer Rat holen von einem Profi. Denn eigentlich sucht unser stacheliger Freund ab Mitte November sein Winterquartier auf, gern in Laubhaufen oder unter Hecken. Dort fällt er dann in den Torpor, besser bekannt als Winterschlaf, eine Art Starre, und senkt seine Körpertemperatur von etwa 35 Grad runter auf 4 Grad. So spart er Energie. Nur ab und an wacht er auf, um sein Gehirn auf Betriebstemperatur zu bringen und mit Sauerstoff zu versorgen. Und für einen Toilettengang. Der tiefe Schlaf, nicht ungefährlich. Ich habe es schon erlebt, dass tatsächlich die Menschen einen Igel zum Beispiel an so einer Stelle gefunden haben. Oder ein Hund hat den Igel gefunden beim Buddeln. Und dann war der Igel ganz steif und die Leute wussten nicht, dass dieser Igel im Winterschlaf liegt. Und dann haben sie den Igel einfach genommen, weil sie dachten, der ist tot. Und dann haben sie den Igel in die Biotonne geworfen. Und das ist natürlich nicht das, was man möchte. Natürlich nicht. Aber wir helfen ihm, indem wir Durchgänge schaffen. Solche Durchgänge sind total wichtig, denn der Igel ist ein großer Wanderer. Und wenn er auf Futtersuche ist, dann muss er durch die Gärten hindurchkommen. Andernfalls würde er zum Beispiel den Weg über die Straße nehmen. Und jeder Mensch hat schon mal einen toten Igel auf der Straße gesehen. Unzählige Igel werden im Straßenverkehr überfahren und getötet. Das muss nicht sein, wenn es solche Durchgänge gibt. Und Eichhörnchen? Sie halten sich gern in Gärten und Parks auf. Und im Winter ist das Futterangebot eher mau. Schließlich heißt es ja auch, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wirklich? In einem naturnahen Garten brauchen Eichhörnchen kein extra Futter. Nicht, wenn sie so eine tolle Hasel haben, wie da hinten. Aber ich gebe trotzdem immer gerne etwas. Ein paar Walnüsse, ein paar andere Nüsse, das nehmen Eichhörnchen immer sehr gerne an. Aber Achtung, das lockt auch andere Gartenbewohner an. Jetzt aber zu etwas, das vielen Gartenbewohnern nützt. Was in jeden Garten gehört, ist eine Schale Wasser. Das muss keine große sein, das kann auch eine kleine sein. Aber Wasser ist natürlich für jedes Wildtier wichtig. Für den Igel, wie für das Eichhörnchen, auch für die Vögel. Ich lege immer einen Stein mit rein, da kann sich ein Vogel gut draufsetzen. Das Eichhörnchen, ein Energiespartalent, denn es hält Winterruhe. Oft bleibt es in seinem warmen Kobel und faulenzt. Nur für einige Stunden täglich sucht es seine vorsorglich angelegten, gut gefüllten Futterverstecke auf. Die beste Unterstützung: Bäume und Astwerk nicht zu stark zurückschneiden. Das Beste, was man machen kann, ist im Garten gar nichts zu machen oder möglichst wenig zu machen. Noch eine Bitte: Stauden stehen lassen. Das nützt den Vögeln. Hier sind jede Menge Samen drin. Was mir sehr am Herzen liegt, ist eine Unterstützung und Hilfe für die Wildbienen. Wildbienen sind hoch bedroht. Das liegt unter anderem daran, dass sie in den Gärten keine Nisthilfe mehr finden. Das hier sind Brombeerstängel aus dem letzten Jahr. Man sieht, hier ist ein Loch. Dieser Brombeerstängel ist unbewohnt. Dieser hier ist aber bewohnt. Hier schlüpfen im nächsten Jahr, im Frühling, kleine Wildbienen raus. Und das alles nur, weil ich den Garten nicht aufgeräumt habe. Und Finger weg auch vom Komposthaufen. Erdkröten oder auch Frösche finden beispielsweise im Komposthaufen im Winter ein gutes Versteck, denn hier ist es frostfrei. Amphibien wie Echsen, Kröten und Frösche sind wechselwarme, sogenannte ektotherme Tiere. Sie fallen in Winterstarre. Bei weniger als 10 Grad Außentemperatur können sie sich nicht mehr bewegen. Also auch hier einfach in Ruhe lassen.
Aber können wir denn in unseren Wäldern etwas tun, um Wildtieren durch den Winter zu helfen? Ich glaube, dass wir als Menschen gar nicht so viel tun müssen. Wenn die Wildtiere ihren Lebensraum haben, den sie von Natur aus haben, wo sie drin leben, dann kommen die ganz gut ohne uns zurecht. Aber diese Futterkrippe, die ist doch für das Wild gemacht. Hier siehst du tatsächlich noch ein Relikt aus alter Vorzeit, eine Rotwildfütterung. Und tatsächlich wurde hier früher Heu draufgelegt. Und das war auch toll fürs Rotwild. Also die haben sich das schon geholt. Aber wir wissen, dass wir das heute eigentlich nicht mehr brauchen. Also die haben ihre Strategien wie alle anderen Tiere auch auf den Winter angepasst seit Millionen von Jahren. Die sind nicht auf uns angewiesen und auch nicht auf so eine Fütterung. Und wir machen das auch nicht mehr. Denn Rothirsche beispielsweise praktizieren eine sogenannte Winteranpassung. Sie reduzieren ihre Körpertemperatur, der Herzschlag sinkt von 70 auf rund 40 Schläge pro Minute. Atmung und Puls werden langsamer, sogar die inneren Organe schrumpfen. All das spart Energie. Die beste Unterstützung dabei: beim Waldspaziergang auf den Wegen bleiben und die Wildtiere nicht aufscheuchen, denn das kostet wertvolle Energie. Aber was macht denn unser Förster da? Doch noch Futter auslegen? Aber für wen? Das ist keine Fütterung, sondern eine Aufforderung für unseren Unterstützer, den Eichelhäher. Wir geben dem Eichelhäher die Möglichkeit, hier in einem Bereich, wo ich gern noch ein bisschen mehr Eichen-Naturverjüngung haben würde, also junge Eichen, die nachwachsen, die hier zu verteilen. Die Eiche ist im Laufe des Klimawandels eine unserer wichtigsten Baumarten in der Zukunft. Und das sind 5000 Stück pro Jahr, die er versteckt. Und vielleicht bleibt die eine oder andere für uns dann übrig und wächst als Baum. So kann der Eichelhäher beim Aufforsten wichtige Hilfe leisten. Jetzt schau mal her. Hier haben wir so eine wunderschöne Eiche, die hier schon gewachsen ist. Keine Eiche ist in der Nähe. Wo soll die hergekommen sein? Und das war der Eichelhäher. Apropos Vögel. In der Stadt kann man die Daheimgebliebenen durchaus füttern. Aber bitte nicht nach Lust und Laune. Wer Vögel im Winter füttern will, der muss am Ball bleiben, denn die Vögel verlassen sich auf sie. Und so ein kleiner Vogel verliert im Winter wahnsinnig viel Energie. Wenn der umsonst zur Futterstelle fliegt, ja, dann hat der umsonst Energie verloren. Also füttern Sie dann auch regelmäßig, wenn Sie füttern. Weichfutterfresser wie Amseln, Rotkehlchen oder Zaunkönig mögen Äpfel und Birnen, Beeren und Insektenlarven. Spatzen, Meisen und Finken sind Körnerfresser, die kann man mit Kernen und Sämereien versorgen. Am besten an einer geeigneten Futterstätte. So ein Futterhäuschen sieht niedlich aus, aber die Vögel gehen hier rein, koten hier auch rein. Das ist hygienisch bedenklich. Die Vögel können krank werden, weil sich Bakterien vielleicht irgendwo ansammeln. Sehr viel hygienischer ist so eine Futtersäule. Weniger tun und wenn, das Richtige. Das ist die beste Hilfe für Tiere im Winter.